Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zur neuen DJI R3S. Ich habe die Drohne jetzt schon ein paar Tage, Wochen, konnte aber leider nicht so viel fliegen und auch nicht dieses Video machen, weil wir einfach richtig schlechtes Wetter mit Schnee hatten. Heute ist es wirklich schön, wir haben jetzt 11 Grad und es ist leicht bewölkt, also können wir endlich mit dem Tipps- und Tricks-Video anfangen. Ich habe die Drohne hier, ich bringe die jetzt erstmal in die Luft und dann beginnen wir einfach mal. Ich lege sie gerade mal hier hin und starte das Ganze. Ich habe eine Bildschirmaufnahme gestartet. Das Ganze findet ihr im Menü auf dem Controller hier oben. Bei mir läuft es jetzt natürlich schon. Ihr seht es hier oben. Also da, wo dieser Punkt Bildschirmaufnahme ist, da könnt ihr das Ganze starten und dann könnt ihr den Controller-Bildschirm natürlich auch voll aufnehmen. Das mache ich jetzt hier, damit ihr eben auch seht, was ich hier einstelle. Und ja, wir bringen das Ganze jetzt erstmal in die Luft. Ich lasse sie da mal ein bisschen hinter mir schweben. Hier so, dann habt ihr sie noch ein bisschen im Bild. Ich gehe aber ein bisschen hinter, damit ihr da natürlich nicht von dem Ton gestört werdet. Und ich gehe jetzt einfach mal mit euch Schritt für Schritt durch. Wenn ihr die Drohne neu habt und es vielleicht eure erste DJI-Drohne ist, dann habt ihr vielleicht noch nicht so den Plan, was ihr da einstellen sollt. Ich gehe mit euch mal durchs Menü durch und dann ja, bringe ich euch mal die ganzen Einstellungen, welche ich so als Grundeinstellungen einstelle, bei, nenne ich es mal. Und ja, dann seid ihr da einfach ein bisschen besser mit der Drohne unterwegs. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den Übersichtsbildschirm. Ihr seht oben links, ich bin im N-Modus, also im normalen Modus. Dem empfehle ich euch einfach auch für den Start, für den Anfang mal, dass ihr da einfach eine kontrolliertere Flugeigenschaft der Drohne habt. Im Sportmodus geht da schon ein bisschen mehr ab, deswegen sind wir jetzt mal im N-Modus. Wir beginnen jetzt aber mal mit den Einstellungen. Ihr seht, ich bin hier ganz normal im Bildschirm. Die Fotoaufnahme ist aktiviert. Wir haben alles auf Auto. Die Einfachkamera ist aktiviert. Und jetzt gehen wir als erstes mal oben rechts ins Menü. Ihr seht da die 3 Punkte neben dem Satellitensymbol. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr hier erstmal in die Sicherheitseinstellung. Und als ersten Punkt ganz oben haben wir die Flughilfen und die Maßnahme zur Hindernisvermeidung. Das heißt, die Drohne hat ja Sensoren zur Hindernisvermeidung in alle Richtungen. Sie hat das LiDAR vorne. Hier können wir das Ganze dann einstellen, wie sich die Drohne verhalten soll, wenn sie während dem Flug ein Hindernis erkennt. Ihr habt hier 3 Möglichkeiten. Ihr könnt ganz rechts die Hindernisvermeidung auf Ausstellen. Das empfehle ich euch erstmal nicht, weil wenn ihr dann wirklich unterwegs seid und ihr die Drohne, ihr habt die zwar immer im Blick, aber wenn ihr zum Beispiel seitlich fliegt, kann das sein, ihr habt einfach mal einen Busch oder einen Baum nicht im Bild. Bei Hindernisvermeidung aus fliegt sie dann direkt in den Busch und das will man ja nicht. Die zweite Möglichkeit, was auch die Standardeinstellung sein sollte, ist das Bremsen. Das heißt, die Drohne erkennt das Hindernis und bremst einfach, bleibt stehen. Sie reagiert dann auch nicht mehr auf euren Befehl, da weiter zu fliegen. Sie geht einfach in ein Bremsmanöver und schwebt da vor eurem Hindernis. Als dritte Maßnahme haben wir hier noch die Umleitung. Das heißt, die Drohne versucht, dem Objekt auszuweichen. Das ist jetzt so, normalerweise würde ich sagen, lasst es mit der Umleitung weg, geht auf Bremsen. Jetzt ist es hier aber so, die R3S, die hat das LiDAR. Wenn ihr vorwärts fliegt, dann erkennt die wirklich sehr gut Objekte. Ihr könnt hier also die Umleitung einstellen und die Ausweichoption wählen, ob sie normal oder elegant drumherum fliegen soll. Ich würde euch empfehlen, wenn das Ganze dann auf normal zu nutzen. Ich würde euch aber allgemein empfehlen, hier einfach die Maßnahmen zur Hindernisvermeidung auf Bremsen zu stellen, dass die Drohne dann einfach schwebt, weil dann könnt ihr wirklich die Umgebung checken und nochmal absichern, dass ihr da nirgends reinfliegt oder so. Das macht sonst nur größere Probleme. Wie gesagt, ich würde das Ganze auf Bremsen stellen. Wenn ihr jetzt natürlich ein sehr fortgeschrittener Flieger seid und da mal echt ein paar Manöver durch Büsche machen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch auf Ausstellen. Aber ihr müsst euch dann wirklich sicher sein, was ihr macht, weil sonst rauscht ihr einfach in den nächsten Busch rein. Als nächste Funktion haben wir hier die Rückkehrfunktion im Sicherheitsmenü und da können wir die verbesserte Rückkehr einstellen. Ihr habt hier die Möglichkeit zwischen optimal und voreingestellt. Und im Voreingestellt ist es eigentlich ziemlich simpel. Die Drohne geht auf die voreingestellte automatische Rückkehr, fliegt nach oben, fliegt auf geraden Weg zu euch zurück und landet dann wieder. Beziehungsweise ist dann bei euch, ihr könnt das Ganze auch noch abbrechen. Aber das ist da einfach ziemlich simpel. Ein bisschen, optimaler nenne ich es mal, weil es hier eben auch so heißt, ist die optimale Rückkehr. In dem Modus sucht sich die Drohne nämlich mehr oder weniger automatisch den Rückweg. Und ihr braucht da relativ gute Lichtverhältnisse, dass sie eben die Umgebung alles abchecken kann. Dafür fliegt sie dann auch wirklich auf einem vorberechneten Weg oder auf einem berechnenden Weg während dem Rückflug zu euch zurück. Sie kann da also dann wirklich auch ein bisschen Hindernisse umfliegen. Ich bin eigentlich so der Freund von der voreingestellten Rückkehr, weil ich habe natürlich hier alles im Blick. Ich sichere mich da ab, wo hier was ist.
Stell hier eine automatische Rückkehrhöhe ein und dann ist das Ganze sicher. Das Ding geht nach oben. Oben ist normalerweise nie was und fliegt dann zu euch zurück. Wie gesagt, ihr könnt es hier zwischen voreingestellt und optimal hin und her switchen, so wie es für euch besser passt. Als nächsten Punkt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, solltet ihr immer hier den Startpunkt aktualisieren, wenn es die Drohne nach dem Start nicht schon selbst gemacht hat. Sie hat es ja jetzt hier gerade selber gemacht, weil sie einfach genug Satelliten empfangen hat. Ihr solltet auf jeden Fall sicher gehen, dass der Startpunkt immer gesetzt ist, weil wenn sie mal in den RTH, also Return to Home geht, dass sie automatisch zurückkommt, dann fliegt sie eben zum Startpunkt. Und wenn ihr den nicht aktualisiert habt, dann kann das natürlich sein, dass die ganz woanders hinfliegt. Unter AR-Einstellungen könnt ihr da noch einstellen, was alles angezeigt werden soll, wenn die Drohne eben automatisch zu euch zurückkehrt. Ich lasse hier einfach mal alles aktiviert, weil das soweit auch sehr gut funktioniert. Ein bisschen weiter unten im Menü habt ihr dann noch die Flugsicherheit. Und hier könnt ihr noch zwei Sachen einstellen. Einmal die maximale Flughöhe, die ist ja gesetzlich vorgegeben. Ihr könnt die hier natürlich auch nach oben setzen. Ihr habt hier bis zu 1000 Meter, wo ihr nach oben gehen könnt. 120 Meter sind meines Wissens erlaubt, also in den meisten Ländern. Deswegen steht es hier auch auf 120 Meter und ihr solltet euch da wirklich sicher sein, dass ihr da auch nicht drüber rausgeht. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr an einem Berg fliegt und ihr lauft den Berg nach oben, und ihr seid da über 120 Meter, dann wird die Drohne natürlich während dem Aufstieg nie über 120 Meter über dem Grund sein, aber eben über die 120 Meter vom Startpunkt kommen. Dann müsst ihr den Wert natürlich nach oben setzen, damit ihr euch weiter verfolgen könnt, weil sonst bleibt sie eben bei 120 Meter stehen. Wenn ihr den Wert hochsetzt, dann kann sie auch über die 120 Meter hinausfliegen, auch wenn sie vom aktuellen Grund, wo sie sich bewegt, dann trotzdem nicht über den 120 Metern ist. Ihr könnt hier auch noch die maximale Flugdistanz einstellen. Es ist ja auch gesetzlich vorgegeben, wie weit ihr fliegen dürft. Ihr dürft die Drohne nie aus den Augen verlieren. Hier ist jetzt keine Limitierung gesetzt. Das muss halt jeder für sich festlegen, wie weit er hier wirklich fliegen will, beziehungsweise sich eben an die Gesetze halten. Ihr habt dann hier auch noch die Möglichkeit, den Kompass und die EMU zu kalibrieren. Und weiter unten habt ihr die Akkuinfo. Auf Akkuinfo könnt ihr gehen. Da seht ihr einfach den Akkuzellenstatus. Ihr seht hier also die Akkuspannung, die Akkutemperatur, die Akkuseriennummer und die Anzahl der Ladezyklen. Das ist vielleicht relevant, wenn ihr die Drohne mal verkaufen wollt. Es gibt einige Käufer, die sagen, ja, gib mir mal den Status vom Akku durch, eben dass sie sich da absichern können, dass der Akku noch in einem guten Zustand ist oder nicht vielleicht schon 10.000 Ladezyklen gesehen hat oder so. Das könnt ihr hier einfach nachlesen. Bisschen weiter unten habt ihr dann auch noch die Einstellung für die Zusatzbeleuchtung. Die Drohne hat ja unten eine sehr helle LED, die könnt ihr hier auf automatisch an- oder ausstellen. Wenn ihr die auf anstellt, dann ist die LED einfach immer an und die ist schon wirklich sehr hell. Am Tag bringt euch das erstmal nichts, aber nachts seht ihr damit wirklich was und ihr könnt da euch den Untergrund der Drohne wirklich sehr gut beleuchten. Im Automodus ist es einfach so, dass die Drohne während Start und Landung das Licht anhat, damit sie den Untergrund eben selber erkennen kann. Ein bisschen weiter unten habt ihr dann noch die Möglichkeit auf meine Drohne finden und wenn ihr da nämlich drauf geht, wenn ihr einen Unfall habt und die Drohne irgendwo abschmiert, dann könnt ihr hier auf der Karte eben sehen, wo sie sich als letztes befunden hat. Und ihr könnt sie da auch piepen und blinken lassen, wenn sie in einem Gebüsch drin ist. Da findet ihr sie dann einfach ein bisschen einfacher. Das hilft euch da einfach, wenn es mal zu einem Crash gekommen ist. Ganz unten haben wir dann noch die erweiterten Sicherheitseinstellungen und da ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ihr euch wirklich für euch konfigurieren müsst. Und ich erkläre euch jetzt gleich mal hier, ihr seht hier nämlich schon das Verhalten bei Signalverlust. Es kann ja sein, ihr fliegt vielleicht irgendwo, wo es eine Störung im Funk hat oder sowas und die Drohne verliert die Verbindung zu eurem Controller. Dann wird sie automatisch zu euch zurückkehren. Seht ihr nämlich hier eingestellt Signalverlust Rückkehr. Das heißt, bei Verbindungsabbruch kommt die Drohne einfach zu euch zurück. Da wird RTH Return to Home eingestellt, wie ihr es konfiguriert habt und sie kommt einfach nach Hause. Jetzt habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Ganze anders zu konfigurieren. Ihr könnt nämlich auf Sinkflug gehen. Wenn ihr auf Sinkflug geht, dann wird die Drohne einfach anfangen zu sinken. Hier müsst ihr aber wirklich aufpassen. Jetzt ist es so, ihr fliegt vielleicht irgendwo am Meer oder an einem See oder sowas, fliegt da raus, die Drohne verliert die Verbindung. Wenn ihr das Ganze dann auf Sinkflug gestellt habt, dann geht das Ding runter und dann habt ihr ein Problem, weil irgendwann säuft sie einfach ab. Deswegen Sinkflug ist immer ein bisschen schwierig und genauso ist es auch mit dem Schwebeflug. Beim Schwebeflug bleibt sie nämlich einfach stehen. Und jetzt ist es ja so, wenn ihr euch wieder an einem festen Punkt befindet, wo ihr gestartet seid und ihr aktiviert oder habt hier den Schwebeflug aktiviert, dann schwebt sie einfach da, wo sie das Signal verloren hat. Und das ist ja erstmal auch nicht so toll, weil
sie hat ja aus einem Grund das Signal verloren und vielleicht bekommt ihr in der Entfernung einfach auch gar kein Signal wieder. Und dann wird sie einfach so lang schweben, bis sie irgendwann dann auch akkuleer in den Sinkflug geht und ihr habt die Drohne verloren. Deswegen mein Tipp an euch: Nehmt hier immer die Rückkehr. Wenn sie das Signal verliert, dass sie einfach zu euch zurückkommt. Wichtig dabei ist einfach, wir haben es gerade eben schon gehabt, ihr müsst den Startpunkt aktualisiert haben. Weil sonst findet sie eben nicht den Startpunkt oder sie fliegt irgendwo ganz woanders zurück und ihr habt vielleicht nie wieder ein Signal. Das waren mal so die wichtigen Einstellungen im Sicherheitsmenü. Wir können mal noch weitergehen in die Steuerung. Hier habt ihr dann nämlich die Möglichkeit, erstmal die Geschwindigkeit einzustellen. Ich gehe mal gerade noch mal zurück auf den Bildschirm und ihr seht, wenn ich mich jetzt vorwärts oder rückwärts bewege, wird die Geschwindigkeit der Drohne in Meter pro Sekunde angegeben. Und das wollt ihr ja vielleicht nicht. Die normale Geschwindigkeitseinheit bei uns ist ja Kilometer pro Stunde und das lässt sich natürlich auch einstellen. Geht dazu wieder ins Menü unter Steuerung. Ganz oben findet ihr den Punkt Einheiten. Und hier müsst ihr einfach von metrisch Meter auf metrisch Kilometer gehen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann sehen wir hier, die Geschwindigkeit wird jetzt in Kilometer pro Stunde angegeben. Das macht es natürlich sehr viel einfacher, wenn ihr zum Beispiel ein Auto verfolgen wollt oder mal aufnehmen wollt und ihr sagt zu dem Fahrer, fahr mal mit 30 km/h, dann seht ihr hier auf der Fernbedienung natürlich auch die 30 km/h und nicht die entsprechenden Meter pro Sekunde. So lässt sich das Ganze einfach ein bisschen besser abstimmen. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, hier im Menü die Gain- und Expo-Einstellungen einzustellen, wo ihr für die 3 verschiedenen Modi der Fernbedienung die, ich sag mal, Geschwindigkeit einstellen könnt. Das ist aber ein bisschen fortgeschritten. Wenn ihr dann soweit seid, hier im Menü findet ihr das einfach. Ihr habt direkt drunter dann auch noch die Einstellung für die Focus-Track-Einstellungen. Hier könnt ihr nämlich das Focus-Tracking noch konfigurieren. Ihr findet hier sowas wie innere Höhe, äußere Höhe und so weiter. Das Focus-Track ist da ja sehr gut konfigurierbar. Ihr könnt es wirklich sehr gut anpassen, so wie ihr es für euch einfach braucht. Weiter unten habt ihr dann noch die Möglichkeit, den Gimbal-Modus einzustellen. Ihr seht hier den Folgemodus, das heißt, der Gimbal bleibt immer horizontal. Im FPV-Modus, ich stelle das einfach mal kurz um, dann könnt ihr das hier im Bild sehen, dann seht ihr, das Kamerabild neigt sich dann immer so ein bisschen und ihr habt hier so einen kleinen FPV-Effekt. Das ist natürlich, wenn ihr so ein bisschen eine FPV-Drohne nachbilden wollt, eine Einstellung, die ihr nutzen könnt. Ihr habt ja aber eigentlich eine Drohne für cinematische Aufnahmen, wo ihr vielleicht einfach die horizontale Ausrichtung immer haben wollt. Und deswegen stellt hier das Ganze am besten immer auf den Folgemodus. Dann bleibt der Gimbal einfach immer horizontal. Wenn ihr mal das Gefühl habt, dass euer Gimbal so ein bisschen schräg ausgerichtet ist, dann habt ihr hier im Menü auch noch die Möglichkeit zur Gimbal-Kalibrierung. Da könnt ihr den mal wieder neu kalibrieren lassen, dass der dann wirklich wieder horizontal ausgerichtet ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, den auch noch neu zentrieren zu lassen. Weiter unten im Steuerungsmenü habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Tastenbelegung zu ändern. Ihr habt hier ja unten an der Fernbedienung noch Tasten, welche ihr belegen könnt. Ihr habt die Räder und ihr seht hier im Menü, ihr könnt hier eigentlich jede Taste neu belegen. Ihr könnt dann auch noch Kombinationen belegen, wie die C1-Taste mit dem rechten Rädchen oder die C2-Taste mit dem rechten Rädchen. Das linke Rädchen ist immer für den Gimbal. Das heißt, das könnt ihr nicht konfigurieren. Da könnt ihr immer den Gimbal hoch und runter fahren. Das lässt sich nicht einstellen. Ansonsten lassen sich alle Tasten hier unten und die Rädchen frei belegen. Das könnt ihr natürlich auch so anpassen, wie es euch am besten passt. Ganz unten findet ihr dann auch noch ein Flugtutorial. Wenn ihr wirklich noch nie richtig geflogen seid, dann ist das vielleicht was ihr als erstes durchführen solltet. So, und dann seht ihr, wir sind jetzt hier gerade im Kameramodus, im Fotomodus. Und wenn wir dann hier oben auf die Einstellungen gehen und auf Kamera, dann lassen sich jetzt hier alle Fotoeinstellungen einstellen. Und standardmäßig ist das Ganze bei Format zum Beispiel auf JPEG gestellt. Das heißt, ihr habt ein Bild aus der Kamera, das lässt sich noch ein bisschen bearbeiten, ist aber stark begrenzt. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Format auf RAW zu stellen und könnt es dann im Nachhinein mit einem Bildbearbeitungsprogramm noch sehr ausgiebig bearbeiten. Jetzt ist es so, RAW ist nicht für jedermann, also ihr müsst dann schon wissen, was ihr tun wollt. Ihr könnt das Ganze aber auch in RAW und JPEG aufnehmen. Und dann ist es so, ihr bekommt euer JPEG out of camera, wo schon relativ gute Einstellungen hat, also ihr könnt damit auch sehr gut arbeiten, habt aber trotzdem auch noch das RAW, falls ihr das dann mal noch bearbeiten wollt. Entweder ihr seid wirklich so weit, dass ihr das schon bearbeiten könnt, dann könnt ihr das RAW natürlich nutzen, oder ihr speichert euch das Ganze ab und wenn ihr dann irgendwann mal dazu gekommen seid, RAW-Bildbearbeitung gelernt zu haben, dann habt ihr einfach noch das
das RAW von einem schönen Bild, was ihr vielleicht früher mal gemacht habt und könnt da drin rumbearbeiten. Beim Bildformat würde ich immer auf 4:3 bleiben, weil die Kamera nimmt einfach ein Bild in 4:3 auf. Wenn ihr das Ganze hier auf 16:9 stellt, dann wird es einfach oben und unten abgeschnitten. Und das könnt ihr ja im Nachhinein immer noch selber machen. Und bei 4:3 habt ihr einfach die Informationen oben und unten und könnt die immer noch wegschneiden, wenn ihr ein 16:9 Format haben wollt. Ihr habt es aber einfach. Bei 16:9 selber verliert ihr eben die Informationen und könnt die im Nachhinein auch nicht wiederherstellen. Und dann hat die Drohne ja jetzt die Möglichkeit, die Auflösung von 12 Megapixel auf 50 Megapixel zu stellen. Und das ist bei Bildern gerade schon so. Ihr habt da wirklich ein paar mehr Details drin. Die Aufnahme vom Bild selber dauert aber einen Tick länger. Also wenn wir hier jetzt mal ein 12 Megapixel Bild nehmen, dann seht ihr hier, klack, das Bild ist gemacht. Wenn wir die Auflösung auf 50 Megapixel stellen, dann dauert es hier kurz. Wenn ihr auslöst, das wird abgespeichert. Ihr habt einfach mehr Informationen. Wenn ihr jetzt natürlich die 50 Megapixel an sich nicht braucht, dann stellt das Ganze einfach auf 12 Megapixel und es geht einfach alles auch ein bisschen schneller. Ich würde euch aber empfehlen, für Detailaufnahmen, wenn ihr zum Beispiel in den Bergen fliegt oder so, nutzt die 50 Megapixel, weil man sieht es dann doch. Ich bin auch ein Freund von RAW, deswegen stelle ich meine Einstellung hier auch mal auf RAW. Weiter unten habt ihr dann noch eine Flimmeranpassung. Das heißt, wenn ihr in Innenräumen fliegen solltet, dann habt ihr durch Lampen manchmal so ein flimmerndes Bild. Das könnt ihr hier so ein bisschen anpassen. Es ist aber ja schon ziemlich selten, dass man eine Drohne überhaupt im Innenraum fliegt. Deswegen könnt ihr das hier auch auf automatisch lassen. Da versucht die Drohne das zu erkennen und ja, versucht es am besten zu entflimmern, sag ich mal. Eine weitere hilfreiche Einstellung ist das Histogramm. Wenn ihr das einblendet, dann seht ihr hier auf dem Bildschirm einfach eure Belichtung vom Bild. Und im Automodus macht es jetzt erstmal nicht so viel Sinn. Wir kommen aber gleich noch zum manuellen Modus und da ist es schon ein bisschen hilfreicher. Ihr habt auch die Möglichkeit, durch Drücken und Halten das Ganze dann noch auf dem Bildschirm hier zu verschieben, dass es vielleicht nicht ganz direkt im Bild drin ist. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal dazu, wenn wir in die manuelle Belichtung gehen. Falls ihr mal manuell fokussieren solltet, dann habt ihr hier noch eine Möglichkeit, das Focus Peaking einzustellen. Ich denke mal, Focus Peaking, wenn ihr manuell fokussieren wollt, dann wisst ihr auch, was Focus Peaking ist. Ihr habt hier einfach die Einstellungsmöglichkeit. Weiter unten findet ihr dann noch die Überbelichtungswarnung. Und das ist auch ein weiterer Wert bzw. eine weitere Einstellung, die euch einfach hilft, wenn ihr die Belichtung manuell festlegt. Weil ich aktiviere es mal hier, mal schauen, ob die Drohne was erkennt. Ja, ihr seht es hier oben rechts im Bild, dieses Zebra-Muster. Das heißt einfach, dass in dem Bereich eure Lichter schon am Ausbrennen sind, beziehungsweise kurz vor dem Ausbrennen sind. Gerade wenn ihr eben wieder manuell belichtet, könnt ihr hier einfach besser eure Belichtung festlegen. Wie gesagt, im Menü findet ihr das unter Überbelichtungswarnung. Da könnt ihr das Ganze auch deaktivieren, falls ihr euch wundert, warum ihr auf einmal so Zebrastreifen im Bild habt. Eine ebenso wichtige Einstellung ist direkt drunter und zwar die Gitterlinien. Die aktiviere ich alle gern, also die Drittelregel, die Kreuzlinie und die Mittelzentrierung. Ihr seht es jetzt hier im Bild, man hat dann einfach ein paar Markierungen, wo man das Bild einfach ein bisschen schöner ausrichten kann. Und dann könnt ihr nachher euer Bild einfach viel besser ausrichten, damit es einfach ein bisschen besser wirkt. Ihr habt direkt drunter dann auch noch die Möglichkeit, Hilfsrahmen einzublenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Video oder euer Bild für Instagram oder sowas nutzen wollt, dann könnt ihr hier den entsprechenden Hilfsrahmen einblenden, vertikal, horizontal, 16:9 und so weiter. Dann habt ihr da einfach die Möglichkeit, euer Bild schon besser bei der Aufnahme auszurichten, damit ihr da nachher nicht irgendwie größere Probleme damit habt. Und ich habe ja jetzt schon die manuelle Belichtung so ein bisschen angesprochen. Der nächste Punkt findet sich hier direkt im Menü schon, und zwar der Weißabgleich. Der Weißabgleich wird ja immer automatisch durchgeführt. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, den Weißabgleich manuell einzustellen. Und da könnt ihr dann zwischen 2000 und 10.000 Kelvin hin und her switchen. Und ihr seht, das Bild wird hier schon wärmer und kühler. Jetzt ist es so, wenn ihr neu in dem Business seid und euch damit vielleicht nicht auskennt, dann könnt ihr da zwar ein bisschen rumprobieren, wärmer, kälter. Das Bild wird dann bläulicher oder eben wärmer, so orange-rotmäßig. Ihr solltet aber schon ein bisschen wissen, was ihr macht. Vor allem, wenn ihr eben im JPEG fotografiert, weil da könnt ihr ziemlich schnell auch mal ein bisschen daneben liegen. Und auf dem Display vom Controller sieht es auch nicht immer so aus, wie es dann nachher im Bild so ist. Ihr habt hier einfach die Möglichkeit, den Weißabgleich auf manuell einzustellen. Ihr könnt den aber noch woanders einstellen, da kommen wir gleich dazu. Ihr habt dann hier noch die Möglichkeit, den Speicherort auszuwählen. Klar, die Drohne hat ja einen internen Speicher, ungefähr 42 GB habt ihr da. Wenn ihr eine SD-Karte einlegt, habt ihr da natürlich noch mehr Speicher zur Verfügung, wenn die natürlich entsprechend groß ist. Ihr seht es hier bei mir, ich habe keine SD-Karte drin, ich nutze jetzt gerade nur den internen Speicher. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn ihr eine SD-Karte benutzt, dann formatiert die in der Kamera. Ihr habt hier auch direkt die Möglichkeit,
Möglichkeit, unter Speicherort die Karte zu formatieren. Formatiert sie in der Drohne, weil dann habt ihr einfach ein Fehlerpunkt weniger. Manchmal kann es sein, wenn ihr die Karte am Computer formatiert und in die Drohne legt, dass die da ein bisschen Probleme macht. Hier, wenn ihr es intern formatiert, habt ihr einfach dann keine Probleme damit. Ihr könnt hier dann auch noch individuelle Ordnernamen und Dateinamen vergeben. Ganz unten habt ihr dann noch die Möglichkeit, Quick-Transfer im Ruhemodus zuzulassen. Da könnt ihr das Ganze aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist das Ganze aktiviert. Das Übertragungsmenü können wir uns eigentlich erstmal sparen. Das macht soweit erstmal keinen Sinn, da irgendwelche Einstellungen zu ändern. Im Infomenü habt ihr dann noch die Möglichkeit, euren Namen von der Drohne zu vergeben und auch den WLAN-Namen der Drohne. Ihr könnt die Firmware vom Fluggerät checken und das Ganze auch aktualisieren und auch eure FlySafe-Datenbank abprüfen und auch aktualisieren. So, und dann sind wir jetzt hier im Menü erstmal fertig und ich komme noch kurz zu den verschiedenen Möglichkeiten, beziehungsweise wir gehen erstmal noch kurz in den Videomodus. Wenn wir hier auf Video gehen, dann seht ihr, das Bild ändert sich erstmal. Ihr nehmt die Videos 16:9 auf und ihr habt auch hier dann in den Einstellungen oben rechts unter Kamera die Möglichkeit, die Videoeinstellungen zu ändern. Und hier habt ihr erstmal oben den Punkt Farbe. Das heißt, euer Farbprofil für die Aufnahme steht jetzt hier auf Normal. Ihr könnt das Ganze auch als HLG speichern. Da habt ihr dann 10-Bit-Aufnahme oder als D-Log-M. Dann wird das Ganze im D-Log-M aufgenommen. Und da habt ihr einfach ein sehr flaches Farbprofil. Das eignet sich viel besser für die Bearbeitung im Nachhinein. Wenn ihr aber jetzt mit Videobearbeitung noch nicht so drin seid, dann nutzt hier einfach das normale Farbprofil. Im D-Log-M, da habt ihr zwar viel mehr Möglichkeiten, was in der Dynamik, also Höhen und Tiefen rauszuholen, aber wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, dann habt ihr da einfach nur ein sehr gräuliches Video, mit dem ihr erstmal nicht so viel anfangen könnt. Weiter unten habt ihr dann auch hier wieder die Flimmer-Anpassungen, Histogramm und so weiter, was ihr alles einstellen könnt. Und ihr könnt auch noch den Stil vom Bild einstellen. Ihr könnt hier also ein bisschen die Schärfe oder die Rauschminderung rausnehmen. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Drohne, vor allem mit dem Sensor, der jetzt verbaut ist, in den ganz normalen Einstellungen schon richtig schöne Videos macht. Wie gesagt, wenn ihr nicht in der Videobearbeitung drin seid, dann nutzt da einfach die normalen Einstellungen. Ich gehe jetzt mal zurück und bringe die Drohne wieder in die Fotoeinstellung bzw. in die Fotoaufnahme. Und jetzt seht ihr, unten rechts im Bild seht ihr erstmal den Automodus und dass das Ganze jetzt schon im RAW-Format, so habe ich es ja vorhin eingestellt, ist, gespeichert wird. Wenn wir jetzt hier mal den Automodus auf Pro-Modus ändern, dann seht ihr hier schon, hier gehen eine ganze Menge mehr Informationen auf. Und hier habt ihr dann jetzt einfach die Möglichkeit, die ISO manuell einzustellen, also von ISO 100 bis ISO 6400 und auch die Verschlusszeit könnt ihr hier dann natürlich anpassen. Ihr seht, das Bild wird dann überbelichtet, mit kürzerer Verschlusszeit wird es dann dunkler. Das solltet ihr natürlich auch wissen, was ihr macht, wenn ihr hier die manuelle Belichtung einstellen wollt. Im linken Menü davon habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen. Wir hatten ja gerade schon den automatischen Weißabgleich hier im Menü. Hier habt ihr eben nochmal den Punkt, wo ihr das direkt einstellen könnt. Ihr habt dann das Menü hier weiter offen und seht im Hintergrund, was ihr da verändert. Ebenso habt ihr hier dann auch nochmal die Möglichkeit, das Format von JPEG RAW auf JPEG RAW umzustellen, 16:9 und so weiter. Also eben auch die ganzen Einstellungen, welche ihr auch im großen Menü selbst habt. Interessanter wird es jetzt hier, wenn wir in den Videomodus wechseln. Im Videomodus habt ihr nämlich hier erstmal die Möglichkeit, zwischen normalem Video oder Zeitlupe auszuwählen. Ihr habt unten aber auch die Möglichkeit, hier von dem Automodus in den Pro-Modus zu gehen. Wenn wir jetzt mal im Automodus bleiben, dann könnt ihr hier unten drauf drücken und kommt erstmal in das Menü von den Einstellungen, was ihr auswählen wollt. Also ob ihr 1080p, 4K oder 2,7K im 16:9 bzw. 9:16 Modus nutzen wollt. Und dann könnt ihr natürlich auch noch die Bilder pro Sekunde einstellen. Ihr habt hier die Möglichkeit bei 4K bis auf 60 FPS zu gehen. 60 FPS, da könnt ihr dann schon eine leichte Zeitlupe draus machen. Das ist ziemlich cool, was die Drohne da so bietet. Ich bin eigentlich ein Freund dafür, gerade im YouTube 4K 30 FPS zu nutzen. Wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze erstmal einzustellen. Ihr habt dann aber die Möglichkeit, in den Pro-Modus zu wechseln. Klickt einfach wieder unten links auf das Autosymbol und ihr seht, der Pro-Modus öffnet sich. Und hier seht ihr jetzt auch schon, weil ich die Zebras aktiviert habe, das Bild ist komplett überbelichtet. Ich gehe hier jetzt einfach mal auf die Auto-Settings, damit ich mal eine grobe Richtung habe, wo ich mich hier befinde. Und ihr seht, ISO 300 mit Verschluss 1/2500. Wenn wir jetzt die ISO hochstellen bzw. runterstellen, ISO 100, dann seht ihr hier, die Verschlusszeit wird auch kürzer.
Jetzt gehen wir hier mal noch so ein bisschen runter. Hier könnt ihr das Ganze natürlich auch wieder manuell festlegen. Jetzt ist es so, im Videomodus ist es von Vorteil, wenn man das Ganze manuell festlegt. Das hat nämlich den Hintergrund, ihr schwenkt ja öfter mal das Bild und da tut sich natürlich auch die Belichtung immer ändern. Im Automodus passt die Drohne dann die Belichtung natürlich immer an. Das heißt, euer Bild ist zuerst vielleicht ganz hell oder ganz normal ausgerichtet und ich kann es euch einfach mal hier kurz zeigen. Ihr seht ja, wie das Bild hier hell ist und dann passt die Drohne das alles so ein bisschen an. Es ist halt eben so, dass die Belichtung immer angepasst wird und die Werte immer ein bisschen schwanken. Und das will man eigentlich vermeiden, weil die ISO ändert sich da, die Verschlusszeit ändert sich da und im Video soll eigentlich immer alles relativ gleichmäßig aussehen. Deswegen für den Videomodus an sich selber empfehle ich immer, das Ganze im Pro-Modus, also im manuellen Modus durchzuführen. Und dafür braucht ihr dann eben die manuellen Einstellungen. Im linken Menü habt ihr hier dann auch nochmal die Möglichkeit, die Auflösung und die Bildrate einzustellen und auch den Farbmodus, also Normal, HLG oder D-Log-M. Wie gesagt, ihr solltet da schon ein bisschen wissen, was ihr tut. Dann habt ihr hier aber auch sehr viele Möglichkeiten und könnt euch da richtig schöne Bildqualität und vor allem richtig schöne Aufnahmen herzaubern. Und dann kennt ihr ja wahrscheinlich hier schon das rechte Rädchen. Wenn ihr das hier bewegt, ihr seht es, dann kann man da hin und her zoomen. Ihr braucht das Rädchen aber nicht unbedingt für den Zoom. Wenn ihr nämlich auf die 1x geht und das Ganze gedrückt haltet, dann habt ihr über den Touch noch die Möglichkeit, auch per Hand zu zoomen. Das heißt, ihr braucht das Rädchen, ihr könnt euch das vielleicht auch anders belegen, vielleicht mit einer Belichtungszeit oder so. Also ich würde es euch nicht empfehlen. Aber ihr habt eben auch noch die Möglichkeit, über den Touchbildschirm zu zoomen. So, ich musste die Drohne kurz landen, weil der Akku jetzt dann so langsam leer ist. Wir nehmen hier auch schon 36 Minuten auf. Da hat die also 36 Minuten durchgehalten, was schon mal nicht so eine schlechte Zeit ist. Ich möchte euch hier aber noch ein paar Einstellungen zeigen. Und zwar, ihr habt erstmal die Möglichkeit, den Gimbal noch von Hand zu schwenken, beziehungsweise über den Touchbildschirm. Wenn ihr hier auf den Bildschirm toucht und das Ganze haltet, dann seht ihr hier im Bild schon die Anzeige für den Gimbal nach oben und unten und auch etwas nach rechts und links. Und ihr könnt da einfach den Gimbal von Hand noch ein bisschen bewegen. Das hat den Vorteil, wenn ihr in der Luft seid, dann müsst ihr die Drohne nicht bewegen. Wenn ihr die irgendwo fest ausgerichtet haben wollt, dann könnt ihr hier über den Touchbildschirm den Gimbal in einem gewissen Grad noch nach rechts und links und eben nach oben und unten bewegen. Ich stelle mal die Zebras hier kurz aus, damit ihr hier alles seht, was ich euch noch zeigen will. Histogramm nehmen wir auch mal raus. So, und zwar, ich schwenke den mal ein bisschen nach unten, dann erkennt ihr das Menü ein bisschen besser. Ihr habt hier oben ja noch die Symbole, wo ihr noch ein bisschen was seht, wie die Akkulaufzeit bzw. den Akkustand und die Verbindung zur Fernbedienung und so weiter. Ihr könnt die Symbole hier anklicken. Wenn ihr hier auf den Prozentsatz vom Akku geht, dann seht ihr hier, wenn wir jetzt noch fliegen würden, die Zeit bis zur Rückkehr, die Zeit bis zur Notlandung und die Zeit, bis der Akku wirklich leer ist. Das ist gerade im Flug sehr wichtig, wenn ihr nämlich weiter wegfliegen wollt und ihr wisst nicht, wie viel Akku ihr noch für den Rückflug braucht bzw. habt, dann könnt ihr hier das ganz einfach nachschauen. Wenn ihr auf RC klickt, dann seht ihr hier auch noch einfach das Fernsteuerungssignal. Das wird hier jetzt gerade als stark angezeigt und ihr habt beim Satellitensymbol auch noch das Positionssignal, was jetzt hier natürlich gerade stark ist, und 30 Satelliten sind auch noch da. So, und dann möchte ich euch nur einfach noch kurz zeigen, weil ich es schon öfter mal gefragt wurde, wo findet ihr denn hier die Mastershots und die Quickshots? Das Menü dazu findet ihr in eurem Auswahlmenü für Foto und Video und da könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen hin und her schwenken. Das sieht man normalerweise nicht so, weil eben keine Pfeile oder sowas da sind. Ihr könnt hier aber runtergehen, dann findet ihr hier die Mastershots. Ihr findet da auch die Quickshots, Hyperlapse und die Panoramaaufnahme. Da habt ihr dann einfach die Möglichkeit, das Ganze noch auszuprobieren. Ihr seht es jetzt hier, Quickshots und so weiter ist nur im Flug verfügbar. Die Modis findet ihr da einfach. Also ich habe wirklich schon öfters die Frage bekommen, wo man das denn findet, weil die Leute das eben hier nicht beachtet haben, dass man hier noch hoch und runter scrollen kann. Ich habe jetzt mal noch kurz den Akku gewechselt und ich lasse die Drohne gerade noch mal steigen, weil ich will euch nämlich noch kurz was zeigen, was mir gerade eingefallen ist, was ich auch öfters gefragt wurde, und zwar, wie man denn das Tracking und so weiter aktiviert, weil es gibt dafür keinen extra Modus mehr. Das heißt, ihr müsst einfach nur, ich lasse jetzt mal die Drohne hierher fliegen, euer Motiv im Bild haben und ihr seht auch schon, die Drohne erkennt mich jetzt hier sowieso schon als Person, wo sie mich fokussiert. Wenn ihr hier jetzt einfach mit dem Finger
ein Viereck um mich zieht, dann seht ihr hier jetzt auch schon, dass die Drohne dann auch schon das Active Track, Spotlight oder Point of Interest aktiviert. Das heißt, so einfach könnt ihr das Tracking einfach aktivieren. Ihr habt da also keinen speziellen Modus mehr dafür, sondern müsst einfach nur noch um euer Motiv so ein kleines Viereck ziehen. Wir können hier mit der Betätigung auf X auch das Ganze wieder canceln. Ich fliege jetzt gerade mal rüber zum Auto. Dann seht ihr nämlich, dass sich auch ganz einfach Autos tracken lassen. Also ihr habt hier jetzt das Auto im Bild, ich ziehe da wieder einen Rahmen drumherum, zack, die Drohne erkennt direkt Auto. Und wenn ich damit jetzt fahren würde, dann wird sie das natürlich auch verfolgen. Also wie gesagt, es gibt da wirklich keinen einzelnen Modus mehr dafür. Das Tracking lässt sich ganz einfach über den Touchbildschirm aktivieren. So, und dann fliege ich jetzt wieder zurück, weil wir haben eigentlich das Ende vom Video erreicht. Ich wollte euch da jetzt einfach mal so die Basic-Tipps bzw. Basic-Einstellungen rüberbringen, wenn ihr die Drohne eben neu habt, was ihr da so konfigurieren könnt, was es da für Möglichkeiten gibt, und ich hoffe, das konnte ich damit jetzt hier auch machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche die dann zu beantworten. Ein großer Dank geht noch an fotoprofi.de, welche mir die Drohne zur Verfügung gestellt haben. Ich besitze nämlich selber noch die R3 und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf die R3S wechseln will. Deswegen Fotoprofi war so nett und hat mir die mal ausgeliehen für ein paar Wochen, damit ich die testen konnte und für euch eben dieses Video machen konnte. Schaut einfach mal dort vorbei. Das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video wieder, wenn es euch interessiert, wie denn die Bildqualität zwischen der R3 und der R3S so aussieht. Weil die R3S hat ja ein bisschen größeren Sensor. Ich habe das Ganze mal parallel gegeneinander getestet, um zu schauen, was da wirklich bildqualitätsmäßig so rumkommt. So, jetzt war es das aber von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.